Scheiße, den Flug hat er versäumt. Anscheinend liegt was falsch gelaufen am Frankfurter Flughafen. Max? Hallo Max, servus. Was ist los? Du musst schauen, dass du ein Hotel hast, oder? Weißt du, wann der erste Flug morgen geht? Hast du schon geschaut? Gib mir dann noch mal kurz Bescheid. Also der Transfer ist ja abhängig vom Medical. Wenn wir am Dienstag erst einen Medical-Check machen, dann verlieren wir den Tag. Look, start winning, they start hating, that's just how it is. We ain't stopping now. School the petition, I'm on a mission to live my ambitions. They ain't messing with the visions, they must not be seeing the vision. If we step on the field today and we think that we're going to be able to play some pretty football and that our talent is good enough, we will get burned. We will get burned, I promise you. Das Team rund um Jesse Marsch mit der japanischen Feuerzange Minamino Okugawa, dann vorne die Sturmspitze Erling Haaland. Ui, da wackelt der Pfosten. Schlappiger Pass von Ramalho. Die Chance für Schmidt, die Chance für Schmidt. Die Chance ist da und 1:0 nach dem schlampigen Pass von Ramalho. We will get burned, I promise you. Das sieht man in Salzburg nicht allzu oft, nämlich ein Gegentor schon in der Anfangsviertelstunde. Erstmals aus dem Spiel heraus auf das Gehäuse und damit der Ausgleich für die Salzburger. Eigentor Solbauer. Wir haben die Führung jetzt. Aber was ist unser größtes Problem? Ball fucking verloren in der Mitte von unserem Mittelfeld. Okay? Fucking Spiel vorwärts. Und wenn wir machen diese Situation, sie haben keine Chance. Aber wenn wir spielen quer oder ein Sus-Kopfball, dann ist es gefährlich für die Gegner. Okay? Weil sie stellen 1, 2 Stürmer, manchmal ein Achter, manchmal ein Zehner hoch. Es ist sehr, 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 sehr wichtig. Stabilität und Restverteidiger und Balance von Sechser und Außenverteidiger und keine Ball verloren mit scheiße Spielen in der Mitte. Intelligent. Weißmann, Mine verschätzt sich. Außennetz. Schöner Treffer, Doppelpack. Holland. Schlechte Nachrichten für Okugawa, der kann das Spielfeld nicht zu Fuß verlassen, wird abgeholt. Schaut nach Außenband aus. Ist der eingerissen oder gerissen, ist es jetzt schwer zu sagen. Ja. Und der Treffer! Unter Bedrängnis hier vergessen die Salzburger völlig die Sturmspitze des WRC. Da ist jetzt noch was drin. Die Innenverteidigung nicht gut aufgestellt bei den Salzburgern. Onguené, ja, gesetzt. Ramalho, wir haben es gesehen, Abspielfehler, nicht mehr ganz der schnellste. Ja, da fehlt es dann schon. Man bietet dem Gegner dann, der das halt ausnützen kann, schon Räume, um gefährliche Gegenschläge zu führen. Steht wahnsinnig hoch und die Chance ist da für den Ausgleich. Weißmann. Das ist der Trippelpack. Holland. Und jetzt erhöht Ramalho. So, das war's. 7 Tore haben wir gesehen. Der Erling Haaland, der zerbombt momentan die ganze Liga. What do you do with the match ball? I'm gonna take it home and let it be my girlfriend for the night.
Das Spiel an sich, das war schon 2-3 Mal sehr hart an der Kante. Gerade nach dem Anschlusstreffer, das 3-2, war es ziemlich knapp, dass das Spiel in eine ganz andere Richtung schlägt. Es war ein verdammt enges Spiel. Ich sage über mich selber, viele Bälle in der Mitte gespielt, wo unnötig war, wieder Ballverlust und dann haben sie jede Chance gehabt. Das Ergebnis täuscht einfach ein wenig, dieses 5-2. 3 Punkte sind wichtig jetzt. Das ist ganz wichtig. Aber wie viel Mal hatten wir keine Ahnung für nicht 1 Spieler, 2 Spieler in der Flügel in unserer Innenverteidigung wie das? Es ist unglaublich. So, wir haben taktisch und Fußball alles, aber wenn wir haben, sagen nichts auf dem Platz. Wir spielen in der gegnerischen Hälfte nach vorne und lassen hinten alle Spieler frei. Zweite Bälle, ein Drama. Wir sind so viel besser gewesen im zweiten Bälle wie wir. Und ich bin wie ein Idiot auf dem Bank. Like a fucking idiot. Man hat gesehen, dass man dann auch ein gewisses Risiko geht, wenn man so hoch verteidigt. Wir haben in den nächsten 2 Tagen ein neues Spieler. Ich denke, in diesem Moment, wir haben gute Innenverteidiger, aber diese Stabilität für diese Mannschaft ist so wichtig. Ich denke, er ist ein perfekt Fit für uns. Und er wird ein großer Impact sein in dieser Mannschaft. Ramalho heute unter den Torschützen und was noch wichtiger war, als er den Ball beim 3:2 von der Linie kratzte. André ist ein großer Spieler für uns und ein Top-Profi. So, ich denke, wenn wir sind sehr offen mit ihm, dann er kann einfach verstehen, was meinen wir mit dieser neuen Spieler. Ich war mal zuerst sehr überrascht über den Transfer, weil eine Summe von kolportierten 10 Millionen Euro für einen Innenverteidiger ausgegeben wird, der alle anderen Transfers klar in den Schatten stellt. Wenn man sich die letzten Partien anschaut, dann wird Salzburg-Spiel vor allem in der Offensive entschieden. Also, sie haben nur mich gefragt, ob ich weiß, ob ich irgendwas gehört habe über die Verpflichtung von Max Wöber und so. Dann sage ich eigentlich nicht. Also ich bin überrascht. Aber ich wusste wirklich gar nichts davon, aber ich bin schon sehr überrascht, dass er im Gespräch ist. Ich finde, wir sind gut aufgestellt, sehr gut. Ja, die sind brutal. Konkurrenzkampf, ja. Wir wollen höchstes Level. Kriegen wir. Aber wird spannend, ja. Nein, würde ich nicht. Ganz ehrlich, wir müssen uns doch nicht erklären, wenn wir einen Transfer machen, nur weil wir wissen, dass eine brutale Konkurrenz kommen wird. Ne? Was der Max schon erklären könnte, ist, warum ihr jetzt das wieder wechselt. Das sollte man schon. Also das geht. Ja, das muss unbedingt. Und bei Max müssen wir beim ganzen Statement sowieso nur auf das hingehen, dass er einfach den sportlichen Fokus im Vordergrund sieht. Da machen wir dann Hausnummer eine Woche, 2 Wochen keine Interviews, dass man das so klar darstellt. Dass er einfach erst ankommen muss in Salzburg und sich auf Sportliche konzentriert. Aber am Anfang selbstverständlich ein Statement, weil wenn man vom ersten Tag an verstecken unseren Königstransfer, wäre das falsch. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass er Selbstvertrauen hat. Er ist schon in diesem Entschuldigungsmodus. Die ganze Diskussion rund um das ist schon mühsam. Das ist doch schon eine spezielle Situation. Ganz speziell. In der das darf man nicht unterschätzen. Im Block West steht. Ja, Wahnsinn eigentlich. Ja, alle meine Freunde sind halt Rapid-Fans und haben auch einmal natürlich geschluckt, wie ich es ihnen gesagt habe, dass ich das machen werde. Da merkt man dann halt auch einfach, wer wirklich zu dir steht, wer nicht. Der wird schon Themen kriegen, das sage ich dir. Ja, und das muss einem schon bewusst sein, bevor er unterschreibt. Und wenn er sich nicht sicher ist, dann. Wenn der mit dem Kopf sich zu sehr mit anderen Sachen dann beschäftigt. Ja, Rapid lebt halt irgendwie von diesen Fans und es sind einfach alle sehr emotional. Dort über 10 Jahre lang gespielt und habe mich auch immer öffentlich dazu geäußert, dass ich Rapidler bin, war ja auch im Cup-Finale dabei und habe die Mannschaft unterstützt. Also es kommt dann halt alles irgendwie dazu und ich glaube, für viele Leute ist es halt dann einfach so ein bisschen so eine Schockreaktion,
weil sie sich das irgendwie selber nicht vorstellen haben können. Ich habe es mir am Anfang auch nicht vorstellen können, aber umso länger ich darüber nachgedacht habe, war es sowohl sportlich als auch für den sozialen Aspekt dann einfach für mich der richtige Schritt. Hast du viel gezählt für Nachrichten schon? Viel Aufmerksamkeit? Schon, ziemlich viel. Also sage ich mal, das Social Media, das ist mir wurscht. Aber eher dadurch, dass ich einfach wirklich sehr verbunden mit dem Verein bin und anscheinend auch irgendwoher viele Leute meine Nummer, wo auch immer haben. Das ist immer gefährlich sowas. Das ist halt haben wir einfach also viele Leute, die ich jetzt so flüchtig kennen, die halt was zum Sagen haben dort im Blog, sage ich mal. Viele so ein bisschen drohende Nachrichten geschickt. Ich habe jetzt auch einmal die Social-Media-Kanäle einmal vom Handy runtergenommen, weil das, glaube ich, beeinflusst dann schon auch ein bisschen, auch wenn es jetzt irgendwie nicht direkt ist, aber man hat das doch im Unterbewusstsein, okay, so viele schreiben mir das, so viele schreiben mir das, also ist dann auch nicht so einfach. Ich muss, glaube ich, keinem einzigen Rapid-Fan irgendwie Rechenschaft abliefern, was ich mit meiner Karriere mache und was ich mit meinem Leben mache. Der Maxi Weber, der wird sich von uns alle beweisen müssen und jetzt tragt er unser Trikot. Du musst halt das Beste aus deiner Karriere machen, sportlich. Ja, auf alle Fälle. Ja. Man kann nicht als Fußballer den Verein über seine eigene Karriere stellen. Burschen, jetzt ist fix, jetzt müssen wir Gas geben. Max Weber ist gerade gelandet und wir müssen heute gleich mal, also das wird jetzt relativ schnell gehen. Hat irgendwer mit ihm Kontakt bezüglich Newsletter? Hast du das checkt? Newsletter geht raus, sobald wir auch auf der Website rausgehen, sobald wir auf Social Media rausgehen. Dann im Stadion gleich Shake Hands, Fotos etc. Perfekt. Er hat wieder eine Heimat gesucht, also so hat er es mir mal erklärt, um einfach nicht zu viel zu wechseln, sondern einfach, dass er wieder ein klares Zuhause hat. Ich bin ein irrsinniger Familienmensch. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich mein soziales Umfeld nicht habe, also das beeinflusst halt das Fußballerische so sehr, das weiß ich halt einfach, dass das bei Salzburg gut funktioniert. Der Trainer hat mir 2 Tage freigegeben und nächste Woche wird dann voll angegriffen. Meisterschaftsspiel in St. Pölten. Ich glaube, die Chancen stehen immer gut, dass wir 3 Punkte holen, wenn wir unsere Aufgaben halt ordentlich machen. Ja, eigentlich ist St. Pölten ausgeschaut worden, wir fahren um 9:30 weg. Die Nordkurve ist auch vertreten, hier Pauken, der Baum ist auch da. Die Fahrt war genial, also so lustig, so Stimmung im Bus. Irgendwie witzig war die Idee einfach mit dem Bodensee, der da gleich hinter dem Gästesektor ist. Die Temperaturen sind bei 24 bis 26 Grad, strahlender Sonnenschein. Ich bin seit 6 Jahren beim Fanclub. Wir haben ausschließlich Nordleute, nur Supporters. Also Jesse Maas, super. Er baut das super auf. Man muss nur schauen, wie er mit der Mannschaft klarkommt. Und dann bin ich überzeugt davon, dass der Jesse nur mehr rockt als wie der Rose. Seien Sie herzlich willkommen zum Spiel SKN St. Pölten gegen Red Bull Salzburg. Der österreichische Fußballmeister heute in der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Auf geht's, die Salzburger in Rot. Haaland, jetzt aber. Der Bursche ist unfassbar. Das ist sein 5. Saisontor. Wang mit dem 2:0. Scharf und mit viel Effet und da schon wieder dieser Haaland. Und dass das Spiel dann auch noch so kommt und der Gästesektor also derartig motiviert war von der ersten Sekunde an weg. Einfach die Mannschaft bis zum Schluss nach vorne zu treiben. Soboslai sehr stark gespielt auf Ulmer, 5:0.
Das ist einfach schön, ich bin 66 Jahre und heute feiere ich den 66. Sieg von Red Bull Salzburg. Danke, Männer. War einfach im Endeffekt ein richtig geiler Tag. Welcome everyone to the UEFA Champions League group stage draw. Group E. Salzburg together with Liverpool and Napoli.